Jetzt ist es soweit. Ja. Guten Morgen zusammen, unser Herbstfest. Das Wetter soll, glaube ich, gut sein. Heute ist der Tag von unserem Herbstfest, dem grossen, wo wir seit einem Jahr mit unserer Quartierarbeitsgruppe von Paul und ich am Planen sind und am Vorbereiten und Programmieren. Jetzt wünsche ich mir einfach, dass das auch Wirkung zeigt, dass Leute kommen und Freude haben daran und die Freude teilen, die wir beim Vorbereiten hatten. Es hat relativ lang, bis das Wasser kommt. Ich gehöre zu der Gartengruppe und ich bin eigentlich schon seit Anfang an dabei beim Konzipieren. Und heute bin ich zuständig jetzt hier für die Suppe kochen. Also wir machen jetzt für das Herbstfest eine Kürbissuppe. Die Kürbisse sind im Garten gewachsen, die sind da auf der großen Ecke da hinten, sind die alle gewachsen. Jetzt sind sie geerntet, jetzt sieht man keinen mehr. Und aus dem Garten haben wir die Kürbisse, den Lauch und die Kräuter. Und die kommen alle in die Suppe. Ich wohne gerade gegenüber, also dann. Und für mich ist es einfach super. Ich muss nicht eigenen Garten bewirtschaften. Ja, aber gleich der Genuss von Gemüse und Arbeit im Garten Spass macht. Ohne dass man das alle allein Verantwortung hat, finde ich das super. Als ich mit Paul und ich vor 4 Jahren angefangen habe, war das Fest sicher etwas im denkbaren Rahmen, wo sich das anbietet. Aber wie das entsteht und dass das vor allem wirklich auf Initiativen und mit der Initiative von ganz vielen Leuten aus dem Quartier passiert, das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Und es ist schön, weil jetzt wir eigentlich dort anschließen oder greifen etwas auf, was bei der Ideenwerkstatt immer wieder auch gekommen ist. Nämlich das zusammen ein Fest machen, zusammen Anlässe machen, die wirklich das Quartier mit dem Zentrum Paul Klee vernetzen. Im allerersten Moment war da die fantastische Anfrage von Engagement Migros, ob wir ein größeres, visionäres Projekt im Zentrum Paul Klee in der Pipeline haben. Und zufällig war das gerade der Moment, in dem ich davon gesprochen hatte, dass ich davon träume, ein größeres Community-Projekt zu machen, was wir dann später konkretisieren konnten. Und das wurde zu Paul und ich. Ja, Paul und ich ist ein Community-Building- und Partizipationsprojekt, was wir im Zentrum Paul Klee gestartet haben, schon 2017. Wo es darum gegangen ist, die Bevölkerung, vor allem die Berner Bevölkerung in der Stadt, aber auch teilweise im Kanton, stärker mit einzubeziehen, auch deren Wünsche und Bedürfnisse zu hören, deren Erwartungen ans Zentrum Paul Klee zu hören und überhaupt stärker mit der Bevölkerung in Austausch zu treten. Wir haben die breite Quartierbevölkerung und darüber hinaus interessierte, zugewandte Freunde eingeladen zu einer Ideenwerkstatt, wo wir Ideen und Anregungen für das Projekt Paul und ich und für das weitere Vorgehen sammeln. Für Paul und ich wünsche ich mir eine Übersicht. So, wo soll ich ansetzen, wo kann ich den grössten gemeinsamen Nenner abdecken? Also eigentlich geht es so ein bisschen auseinander. Ich habe gerne möglichst viel und für Paul und ich hätte ich gerne möglichst wenig, aber konzentriert. Das war wirklich toll für uns zu sehen, dass da fast 100 Leute gekommen sind, die ihre Freizeit geopfert haben, um mit uns über unsere Zukunft nachzudenken. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment im Projekt Paul und ich. Also wenn Jugendliche so kommen, sehen, hey, da hat es eine gemütliche Ecke und da gibt es zwischen ihnen noch so ein Konzert oder sonst ein Event. Die Kombination macht sie aus, würde ich meinen. Und dann könnte man durch das Quartier durch einen Foxtrail machen. Es ist vielleicht so ein bisschen zu wenig gemütlich, oder? So unkompliziertes Mobiliar. Ja. Unkompliziert kann umschieben selber. Ja. Das Zentrum Paul Klee muss einfach näher an die Leute. Das ist wie Kino, wenn man da langläuft. Also wo sonst in der Stadt Bern hat man Gelegenheit, auf so einen Grünraum zu schauen. Wenn wir zum Beispiel auch eben gegen Abend, Sommerabend, wenn ich draussen sein will, will ich nicht rote Stühle, wo ich irgendwie mein Wasser selber mitbringen muss, dann will ich noch eins ziehen können. Und das fällt mir natürlich sehr.
Das war aus meiner Sicht wirklich der Moment, wo das Projekt Paul und ich richtig Fahrt aufgenommen hat und auch sichtbar geworden ist für unser Team, aber auch für die Menschen außerhalb. Ich habe das Gefühl, es ist sehr gut gelaufen. Es war toll, wie viele Leute es gekommen sind. Ich meine, das war so ziemlich das Maximum von Leuten, die nein, es sind mehr gekommen, wir müssen einen Stuhl herstellen. Es sind ganz viele Ideen zusammengekommen. Ich habe es auch schön gefunden, zu sehen, dass wir in diesem Fall schon von Anfang an in die richtige Richtung gedacht haben. Es sind Themen aufgekommen, die wir auch schon angedacht haben. Und das halt widerspiegelt zu sehen im Quartier oder durch die Quartierbevölkerung, das ist eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das finde ich enorm motivierend. Das erste Mal, als Paul und ich für die Öffentlichkeit wirklich greifbar geworden ist, war das Laternenfest. Das war im ersten Projektjahr. Und die Idee ist aus einem Ausstellungsprojekt heraus entstanden. Wir hatten ein Bauhaus. Und analog von den Laternenfesten, die es dort gegeben hat, haben wir dann mit dem Quartier zusammen die Idee überführt und mit der Tradition der Rebenlichtli zusammengebracht. Für uns ist das Centre Paul Klee eine Kulturinstitution, eine Plattform für alle, für die gesamte Bevölkerung. Das ist für uns wichtig und deshalb war für uns auch wichtig die Vernetzung mit dem Quartier, mit den Menschen um das Centre Paul Klee, mit den Menschen in der Stadt und auch im Kanton Bern zu suchen, noch stärker den Austausch zu suchen und sozusagen nicht im Elfenbeinturm zu sitzen, sondern hinauszugehen, um mit den Menschen zu kommunizieren und sie auch einladen, mit uns mitzuarbeiten, mit uns mitzugestalten. Für uns ist wichtig, Kulturinstitution wie das Centre Paul Klee ist eine Plattform, ist ein öffentlicher Raum, der Öffentlichkeit gehört. Und wir wollen, dass die Menschen uns auch nutzen. Wir wollen sozusagen, dass sie zu uns kommen, nicht immer nur die Ausstellungen besuchen, sondern vielleicht auch nur mal einen Kaffee trinken oder ums Centre Paul Klee spazieren gehen. Einfach wissen, dieser Platz, der gehört allen. Wenn man den Gesamtprozess anschaut, haben die Veranstaltungen wie ein Laternenfest, wie ein Herbstfest eigentlich relativ einen kleinen Teil eingenommen. Aber für den Prozess war es wahnsinnig wichtig, auch für die Beteiligten zu sehen, da passiert etwas. Weil meine ersten Vernetzungsversuche mit dem Quartier waren sehr divers. An gewissen Orten haben mich offene Türen erwartet. An anderen Orten ist mir auch sehr viel Skepsis begegnet. Was passiert da genau? Also, das hat noch recht viel Austauscharbeit gebraucht. Und vor allem hat es Zeit gebraucht, für dass die Leute wirklich gemerkt haben, nein, das Interesse ist authentisch. Im Endeffekt waren alle sehr happy mit dem, was entstanden ist. Sie hatten Freude an dem, was gemeinsam zusammengekommen ist. Und das war so der erste Berührungspunkt. Es hat so gerade auch für unser Team, wie aber auch für das Quartier, gezeigt, was da möglich sein könnte. Es hat so Lust gemacht, darauf gemeinsam weiterzuwirken. Mein Name ist Matthias Vogel, ich bin vom Spielrevier. Das ist die offene Arbeit mit Kindern hier im Stadtteil 4. Wir sind heute hier, weil wir bei so Quartieranlässen unter anderem auch unser Angebot anbieten und so Werbung machen können. Und jetzt so mit der Eva zusammen haben und Paul und ich können Synergien nutzen und so an diesem Fest hier dabei sein. Ich war bei der Arbeitsgruppe Aussenraum, habe mich dort am Anfang eingeklinkt, weil unsere Aufgabe ist, quasi Freiräume für Kinder zu schaffen.
Mich hat dort vor allem interessiert, wo es auch noch darum ging, dass wir nach dem Spielraum oder Aussenraum verändern für das Quartier. Das war dann wie zu gross, das hat es dann wie nicht gegeben. Und dort habe ich mich dann wie ein bisschen daraus rausgezogen. Aber es wird sicher für alles, dass der Aussenraum mehr vom Quartier eingenommen wird es noch lange Zeit brauchen. Und sicher auch gewisse Veränderungen geben, dass man nicht das Gefühl hat, darf man jetzt da auf die Wiese sein oder darf ich da picknicken zum Beispiel. Das wird noch Aufklärungsarbeit und ja, eben wirklich Zeit brauchen. So Partizipationsprojekte brauchen einfach Zeit. Das haben wir von Anfang an gewusst. Aber es ist nachher halt in der Praxis gleich noch mal etwas anderes. Also mit dem muss man umgehen. Und das ist auch die Herausforderung bei so einem Projekt, die Mitwirkenden, die Beteiligten bei Stange zu behalten. Das ist eigentlich fast die grösste Herausforderung, denke ich, überhaupt. Bei einem Projekt wie Paul und ich, so einem Partizipationsprojekt, ist Kritik und Feedback enorm wichtig. Und das Entscheidende bei Kritik ist ja, dass die Kritik empfangen, zuhören. Und den Menschen, die die Kritik äußern. Weil das ist ja auch ein Geschenk, wenn jemand Kritik äußert und seine Bedürfnisse äußert. Und wir haben das lernen müssen. Kritik ist essentiell für einen Prozess wie Paul und ich. Weil man ist ja gerne mit seinen Brillen unterwegs und dann verliert man manchmal die anderen Perspektiven ein bisschen aus den Augen. Ja, wie will man ja auch anders. Aber wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir zwischen ihnen so eine andere Brille oder einen Blick durch eine andere Brille bekommen. Weil wenn wir unser Tun in diesem Moment nicht hin und wieder kritisch hinterfragen würden, dann würden wir, glaube ich, in einer Sackgasse enden. Eine sehr wichtige und wertvolle Begleiterin in dieser ganzen Prozessentwicklung war Barbara Emenegger. Sie ist Soziologin und hat uns geholfen, die ganze Prozessgestaltung vor allem vorzunehmen. Hallo Eva, schön, wie schön. Was war so Ihr Eindruck von dieser Ideenwerkstatt? Ich war überwältigt. Wir treffen uns jetzt heute, um das Resultat der Ideenwerkstatt zu besprechen. Barbara hat die ganzen Ideen, die uns hergetragen worden sind, ausgewertet, bündelt, analysiert, eingeordnet. Und jetzt werden wir zusammen anschauen, was die nächsten Schritte sind. Also, was machen wir mit diesen Ideen? Für mich ist ganz wichtig, dass es nicht einfach irgendwie ein Wunschkonzert ist, sondern dass ihr vom Zentrum Paul Klee zuerst euch intern vielleicht in einem Workshop absprecht, was ist möglich, wohin wollen wir gehen, was ist realistisch, dass das auch von einem Stiftungsrat abgesegnet ist und dass dann mit dem Paket man mit den Leuten zusammenarbeitet und sagt, das sind die Rahmenbedingungen, das ist möglich, wohin wollen wir gehen. Das Ergebnis dieser Ideenwerkstatt haben wir dann intern besprochen bei unserem Team und geschaut, was ist machbar, auf was hätten wir auch selber Lust, was ja auch ein wichtiger Faktor ist. Und nachher haben wir die Auswahl von Ideen, die noch übrig ist, das waren pro Handlungsfeld etwa 20, wieder zurück in die Arbeitsgruppe gegeben, wo dann der Endentscheid gefallen ist darüber, was umgesetzt werden und was nicht. Also wir schauen, was wir wirklich umsetzen können. Wir müssen sicher irgendwie Prioritäten setzen. Was ist überhaupt in unseren Ressourcen drin? Was können wir überhaupt machen? Und dann tun wir halt das wieder zurückspielen. Und so ist das immer wieder so ein Ping-Pong geben und hoffentlich dann bald mal auch Projekte, die wir umsetzen können. Und halt immer so kleine Projekte machen und nachher halt längerfristige Projekte, sodass man immer wieder etwas weiterfahren kann. Der interne Workshop zeigt, dass das Projekt immer mehr breit getragen wird. Das finde ich auch schön. Und auch zu merken, dass die Leute so vor allem mitdenken, also gut, wo habe ich Bezugspunkte, welche Ausstellung, die ich jetzt planen könnte, dort vielleicht eine Möglichkeit bieten, Paul und ich damit zu vernetzen. Oder vor allem, das ist ja viel wichtiger, Bedürfnisse und Ideen aus dem Quartier. Also wo gibt es dort gemeinsame Nenner, wo kann man die zusammenfügen? Und es ist so schön zu sehen, dass es das gibt und dass das passiert. Ja, wir haben so verschiedene Schwerpunkte, wo wir halt weitergehen. Aussenraum möchten wir eigentlich vor allem irgendwie einen
Parzellen für Garten zur Verfügung stellen oder auch mehrere Parzellen. Das würden wir nächstes Jahr mal in Angriff nehmen und dann weiter schauen. Für uns war es wichtig, auch bei Paul und ich, möglichst alle Mitarbeitenden zu involvieren, dass alle Mitarbeiter im Haus auch teilnehmen, aus den unterschiedlichsten Abteilungen, vom Hausdienst bis zur Musikkuratorin. Und das haben wir auch in Workshops gemacht. Wir haben diese Projekte aus der Ideenwerkstatt in Workshops nochmal besprochen, nochmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und auch weiterentwickelt. Auch das war ein spannender Prozess, hausintern, über die Abteilungen hinweg alle Mitarbeitenden zu involvieren. Genau dann, wo eigentlich das Ganze hat angefangen, so richtig schön Schwung zu entwickeln, ist nachher der erste Lockdown gekommen. Und dann ist es plötzlich echt sehr still geworden. Wir waren alle selber im ersten Moment natürlich ein bisschen ratlos, wie wir jetzt das Vorhaben weiter fortsetzen wollen. Es hat uns aber in die Hand gespielt, dass wir dann eigentlich an einem Punkt des Prozesses waren, wo wir sowieso am Auswerten waren. Also wir konnten die Ideenwerkstatt zum Glück machen und dann ist sowieso die Auswertungsphase gekommen. Was wir mitnehmen aus der Corona-Krise ist, dass wir verstärkt auch unser Team müssen mitnehmen in diesem Prozess und darum den internen Prozess, der Teil von Paul und ich ist, fokussieren für einen Moment. Das macht auch Sinn, weil der Austausch mit der Aussenwelt im Moment noch eingeschränkt ist. Es geht bei Paul und ich um eine Haltungsfrage, wie begegnen wir unseren Besuchern, unseren Anwohnern, unseren Stakeholdern. Und genauso geht es natürlich darum, diese Haltungsfrage zu internalisieren und zu sagen, die müssen wir als Betriebskultur haben, als Unternehmenskultur, mit den Mitarbeitenden, unter den Mitarbeitenden und das auch weiterentwickeln. Also jetzt im Rückblick bei Paul und ich sieht man, wie unsere Mitarbeiter jetzt zu dem Projekt stehen. Es heißt große Freude und Sicherheit. Man weiß, um was es da geht. Man will neue Projekte machen. Also wir kriegen auch Anfragen, was kommt als nächstes bei Paul und ich. Wann macht sie wieder das nächste Projekt? Wann können wir wieder mitmachen? Und das zeigt einfach, dass hier sich sehr viel verändert hat, auch bei uns hausintern, bei unseren Mitarbeitern und in unserer Haltung. Am Anfang war ich gegen das Zentrum Paul Klee, aber durch den Garten habe ich gesehen, was dahinter steckt, was alles braucht. Und heute, muss ich sagen, ist schön, gibt es das Zentrum Paul Klee. Also ich wohne hier im Quartier und ich habe etwas gesucht in der Nähe. Oder? Und ich habe das immer einen schönen Ort und finde das sehr schön und ich finde das eine super Idee, ja, dass man hier noch Karten zum Zentrum macht. Am Anfang waren wir 4, die da zusammengesessen sind und geschaut haben, wie wir das machen können. Und es ist eigentlich schön, jetzt sind wir eigentlich so mindestens 20 Leute und so ein harter Kern von 15. Und es ist eigentlich wunderschön, wie das angelaufen ist. Und ich denke, das bleibt auch in irgendeiner Form. Erwartungen hatte ich gar keine. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt von Nachbargruppen aus, mache ich mit in diesem Gartenprojekt. Und heute bin ich auch begeistert, weil es funktioniert super gut. Mehr Schlangenlinie als für den Süß und noch passen, gell? Das wäre auch möglich, ja. Ja, heute starten wir unsere Gartensaison. Von diesem Jahr hier beim Zentrum Paul Klee haben wir letztes Jahr einen Gemeinschaftsgarten aufgebaut. Das war eine Idee, die aus dem Quartier an uns hergetragen worden ist. Und wir haben eine Pilotphase gemacht letztes Jahr und das ist so toll gelaufen. Es hat so viele engagierte Leute gehabt, dass wir dann gesagt haben, wir machen da weiter. Und jetzt geht es also direkt in die neue Saison. Also heute setzen wir Beerensträucher. Dann werden wir auch noch Rosen setzen. Eben, wir sind am Jetten, am Umstechen. Die Frühlingsarbeiten, halt, die man jetzt machen kann. Ich heiße Eva, ich wohne im Quartier und
Zum Projekt bin ich gekommen, weil ich die Ausschreibung gesehen habe, Paul und ich. Und ich war dann noch dabei gewesen, und mir war klar, ich würde gerne etwas mithelfen im Aussenraumbereich. Das Gemüse kommt, das ist mal so. Das ist so gut so. Ja. Danke. Also wir sind Blumenchefen. Ja, Chefinnen, bitte. Ja. Blumenchefinnen. Ja. Und die da hinten sind glaube ich, Berner Gemüsler. Und uns war glaube ich, schon das Interesse immer da gewesen, das Gelände farblich auch ein bisschen zu gestalten. Wir haben uns entschieden, dass wir das so, wirklich so Farbflecken, also nicht wild alle Farben durcheinander, sondern eben so monochrom. Also dass das also wie ein Bild auch könnte sein vom Klee im Sinne von die verschiedenen Gemüsebeete und zwischen ihnen wieder ein Blumenbeet. Und ja, jetzt sind wir da am schauen, wo dass wir so Farbtupfen setzen können. Am Anfang ist wie einfach ein Brache da mit vielen Möglichkeiten, aber was das man genau macht, das ist noch nicht ganz klar. Und dann kommen langsam Gärtnerinnen und Gärtner auf ihre verschiedenen Ideenpflanzen, fängt es an wachsen. Und dann müssen sie aber auch gepflegt werden. Also eigentlich ist ein Garten sinnbildlich für Paul und ich. Mein Wunsch für dieses Jahr ist, dass wir wirklich die Community jetzt noch festigen können. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung. Aber jetzt, dass wir auch mit zunehmenden Beteiligten das wirklich stabil weiter pflegen und dass das so harmonisch weitergeht wie letztes Jahr. Der Sommer war geprägt von einer extremen Trockenheit und Hitze, was zur Folge hat, dass man wirklich regelmässig gießen musste. Und das hat die Gruppe noch mal stärker zusammengeschweißt. Also auf Community-Ebene hat der Garten gewachsen, aber natürlich auch sonst. Also es sind neue Pflanzen angebaut worden, man konnte ernten. Und die Erfahrung stimmt mich optimistisch, dass der Garten auch noch lange in die Zukunft weiter bestehen kann mit dieser Basis, die wir hier aufgebaut haben über die ersten 2 Jahre. Jetzt hat es mich gerade gedacht, dem Theo fehle schon wieder 3-4 Haare mehr auf dem Kopf. Oh, Babette, du machst dir einfach viel zu wilde Gedanken. Ja, Theo. Ja, weisst, eines Tages wirst du noch ganz krank. Ja, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Heute scheint die Sonne. Und morgen schneit es vielleicht plötzlich. Und wir können es beim besten Willen nicht ändern, meine liebe Babette, gell? Euch gerne noch einen Hocker mit, wenn ihr wollt. Dann würde ich sagen, wir machen es so ein bisschen, wie wir es jetzt immer beim Bilderclub machen. Breitet euch gerne mit den Stühlen aus. Wenn ihr wollt, können wir schon ein paar Schritte mal näher rangehen. Wir sind der Bilderclub. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die sich ziemlich regelmäßig einmal im Monat treffen und ein Kunstwerk in einer Ausstellung im Zentrum Paul Klee besprechen. Ich bin Ruth Müller, ich wohne im Obstberg, gehöre dort zur Nachbargruppe und habe bei Paul und ich von Anfang an mitgemacht. Und so in einem Workshop über die Vernetzung mit dem Quartier ist mir plötzlich die Idee gekommen, man könnte ja eigentlich mit Bildern sich treffen, über ein Bild reden und so einander lernen kennen und auch das Bild lernen kennen. So ist der Bilderclub entstanden. Das ZPK hat das aufgenommen und jetzt ist es geöffnet worden und ich hoffe, es geht so weiter. Der Bilderclub geht weiter. Aus dem Projekt Paul und ich heraus entstanden, gehen wir ins 2. Jahr als öffentliche Veranstaltung und werden uns wieder einmal im Monat sehen. Darauf freue ich mich und ich hoffe, noch viele neue Gesichter zu sehen, aber ich hoffe auch, dass wir als Gemeinschaft weiter zusammenwachsen können.
Die Zusammenarbeit zwischen Creaviva und Paul und ich hat sich ganz schön entwickelt. Wir haben gemerkt, dass wir in die gleiche Richtung uns entwickeln wollen. Für das Creaviva ist es wichtig, dass es richtig Kollaborationen mehr macht, mehr mit dem Publikum auch in Kontakt kommt. Und wir hatten eine einmalige Möglichkeit gehabt, zusammen mit Paul und ich in die gleiche Richtung zu laufen und zusammen Projekte zu entwickeln. Wir sind hier in einem Atelier, eines von 3 Ateliers, die im Creaviva vorhanden sind. Das ist ein Arbeitsraum, der schon an sich irgendwie inspirierend ist. Es hat dreckige Tische, es hat viele Farbtauben, es hat einfach tonnenweise Material, das man irgendwie brauchen kann und einem Ideen geben kann, für die Ideen zu entwickeln. Wir haben angefangen und haben versucht, den Kindern auf sehr spielerische Art und Weise den Paul Klee näher zu bringen. Wir haben ein paar von seinen Interessen hervorgehoben und sind nachher so, zum Beispiel bei der Zeichensprache, immer wie mehr eingetaucht in sein Werk. Sieht jemand einen Baum hier? Ja, und Blätter. Und was ist denn der Punkt unter dem Baum? Oder vielleicht, wenn du das umdrehst, ja. dann ist vielleicht eine Schneeflocke, die draufgeht. Könnte es tot sein? Ja. Egal ob Mensch oder Fisch? Ja. Oder Baum. Toter Baum, toter Mensch, toter Fisch. Es kann einfach tot sein. Sehr gut. Das quietscht. Quietscht? Haben Sie das nicht gern? Okay. Uns hat interessiert, auf was für Ideen kommen die Kinder? Was sehen sie für Inhalte? Was sehen sie für Geschichten in diesen Bildern drin? In der Hoffnung, dass wir vielleicht etwas kriegen von den Kindern, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Das war eine sehr aufwendige Angelegenheit. Und ich habe mich so fest gesehen, eben so in diesen Methoden, lange recherchiert und gesucht, was wäre eine gute Arbeitssituation für uns alle, für dass wir zum Resultat kommen. Und ich glaube, dort sind wir dann bei diesen Workshops gelandet. Darum sind wir am Schluss so ganz viel im Creaviva, in diesen Atelier, weil wir irgendwie Atmosphäre gebraucht haben, die schnell animiert und inspiriert zum Arbeiten. Und haben ganz viel, ich habe dem auch gesagt, den Methodenkasten aufbauen und haben dann auch viel ausprobiert und geschaut, funktioniert es, kommen wir so zu Geschichten, zu Inhalten. Also das war so viel Recherche und viel Ausprobieren. Wir sind auf sehr gutem Weg. Wir sind kurz vor dem Durchbruch. Jetzt tun wir verschiedene Themen, die dann für uns nützlich sind in der Ausstellung, inhaltlich ausarbeiten. Und wir arbeiten mit Titeln. Das sind Werktitel vom Klee. Und wir brauchen die, um die einzelnen Themen inhaltlich weiter auszuarbeiten. Und die Kinder wählen nicht unbedingt die Themen, wo wir Erwachsene denken, das wären Themen für Kinder. Hier geht es rein. Jetzt seht ihr, dass es hier etwa 25 Tische hat. Und mit dieser Vorauswahl, die wir gemacht haben für euch, könnt ihr jetzt zu diesen Themen jeweils eine Wand mit Werk bespielen. Ist gut. Also Werkauswahl ist ein riesiger Schritt vorwärts. Und das ist echt der Moment, wo die Ausstellung wirklich konkret wird, was wirklich Form annimmt. Und wenn wir jetzt hier umschauen, sehen wir genau das. Wir sehen, wie Werke zu Gruppen zusammenkommen, wie kleine Geschichten entstehen, wie die Ausstellung im Kleinen und im Grossen immer spürbarer, immer konkreter wird. Wir wissen ja schon lange, dass wir in dieser Ausstellung einen Ort haben, wo man sitzen kann, wo man sich ausruhen kann, wo man die Ausstellung anschauen kann. Eine Plattform. Jetzt wissen wir, was unser Anfangsbild ist. Und das Bild hilft uns auch genauer vorzustellen, uns genau zu überlegen, wie diese Plattform könnte aussehen könnte. Und wir haben für heute Klötzchen vorbereitet, die genau diesen Formen entsprechen. Wenn ihr euch inspirieren wollt, könnt ihr immer das Bild anschauen. Das Bild ist unsere Inspiration. Die Kinder haben sich individuell angemeldet und haben regelmäßig an den Workshops teilgenommen, weil sie wirklich Teil dieses Projekts sein wollten. Und ja, sie haben gelernt, in einem Team zu arbeiten und
Kompromisse einzugehen und sie können stolz auf sich sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unseren jungen Kuratorinnen und Kuratoren und euch allen für den Besuch und wünsche euch noch ganz einen schönen Aufenthalt und einen schönen Sonntag. Ich bin Jennifer, ich bin eine Mami aus dem Quartier und wir machen jetzt hier den Quartierrundgang, den ich auch mitgeholfen habe, eigentlich zu konzipieren. Ich bin ja gespannt, was wir auf dem Schneckenberg oben machen müssen. Ich finde, Paul und ich ist schon eine coole Aktion, wo man das Paul Klee einfach irgendwo auch mehr wahrnimmt, gerade als Familie, wo man ja sonst nicht so in die Ausstellungen würde. Gerade auch mit dem Crea Viva finde ich ein super Angebot. Und ja, also jetzt gerade auch durch das Fest ist es sicher so, dass man noch viel mehr einfach sieht, was das Zentrum hier kann und macht. Ich habe eigentlich keine Erwartungen an eine Kulturinstitution im Quartier per se. Aber wenn sie natürlich so coole Aktivitäten machen wie das Paul Klee, dann nehmen wir das natürlich dankend an. Die Vernetzung mit dem Quartier ist über die ganze Projekttour hinweg immer enger geworden. Das Netz hat sich immer weiter gespannt. Und das Netz hat sich nicht nur unter dem Quartier gespannt, sondern auf einer anderen Ebene haben wir auch ein Netz aufgebaut unter Museen, wenn es um Sachen Partizipation geht. Also wir haben ein Netzwerk aufgebaut zur Partizipation und partizipativem Arbeiten am Museum. Und Highlight von diesem Netzwerk bis jetzt war Workshop P, wo wir uns mit Museumspraktikerinnen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich getroffen haben, um sich mit der Frage, warum wir eigentlich partizipativ arbeiten, im Museum auseinanderzusetzen und für 9 Thesen zur Partizipation im Museum zusammen zu verfassen. Diese Thesen, die wir formulieren möchten, da geht es nicht darum, dass ihr einfach mal so loslegt und was geht uns durch den Kopf. Wir möchten da ein bisschen so einen Rahmen geben. Jetzt geht's los mit diesem Experiment. Aus diesem diffusen, wilden, öffnenden von gestern heute Nägel mit Köpfen machen. Ich erwarte oder besser ich hoffe, dass wir etwas in Bewegung setzen können mit diesem Workshop. Dass wir etwas in Gang bringen können, einen Diskurs, aber auch in ein Handeln schon hineinkommen. Also ich will etwas anstoßen. Wir wollen sehr viel. Also wir fangen irgendwie bei einem gemeinsamen Verständnis an und oder bei ganz viel Verständnis an und wollen uns eigentlich über die paar Stunden zu einem gemeinsamen Verständnis vorschaffen und dass man das in diesem Tempo auch wirklich dorthin kriegt und dass das irgendwie für alle auch ein Produkt ist, das sich alle damit identifizieren können, ist sicher mit die grösste Herausforderung. Die Idee ist jetzt, dass ihr kommt nacheinander und eure Karten aufbindet und kurz erklärt, was ihr euch dabei gedacht habt. Partizipation macht Museen vielfältiger und multiperspektivischer. Wir lieben das Museum als Ort der ästhetischen Erfahrung und möchten viele daran teilhaben lassen. Und wir lieben Menschen und Geschichten. Partizipation wird gestärkt, indem eine Haltung entwickelt wird, die sich mehr um Menschen kümmert als um Objekte und die eigenen Machtstrukturen aufbricht. Das ist also das erste Statement. Und alle so, yeah! Zeig doch mal eure Karten! Das kommt jetzt! Ich glaube, dass wir als Museen oder als an Museen Schaffende einen Beitrag leisten zu gewissen Themen und da können Plattformen bieten und für das braucht es Partizipation. Für mich eröffnet Partizipation neue Perspektiven und Möglichkeiten. Und darum ist es ja so wichtig.
jetzt ist so die Herkulesarbeit, dass wir das visualisieren können. Und wir haben es so aufgelegt, dass wir das alle zusammen machen können. Und jetzt zeigt sich eigentlich so ein bisschen, ob Partizipation in dieser Gruppe von Partizipationscracks funktioniert. Ich finde, es ist extrem toll, was zusammengekommen ist. Es hat extrem Substanz und es gibt extrem klare, finde ich, auch Handreiche für uns als Organisationsteam, die sich das Ganze überlegt haben, zum Weiterarbeiten. Also ich finde, es ist ein bisschen ein Auftrag. Man hat sich eine Verantwortung, nachdem Leute irgendwie so 2 Tage geschafft haben, dass man aus dem jetzt etwas macht. Aber das, was zusammengekommen ist, aus dem lässt sich auch wirklich etwas machen. Von dem her macht es sehr Freude. Wir haben uns mit Workshop P ein extrem hohes Ziel gesetzt. Mit diesen 9 Thesen, die wir gemeinsam verfassen wollten. Und das ist auch tatsächlich gelungen am Schluss. Das Erlebnis hat dem Netzwerk extrem Schwung gegeben für die Weiterentwicklung. Also wir haben dann diese Thesen aus dem Workshop P wollten wir natürlich auch weiter verbreiten an Stakeholdern, an Entscheidungsträger und haben dazu eine Podcast-Serie gemacht, Interviews gemacht, wo wir diese Entscheidungsträger gefragt haben, auch zu den Thesen. Und ich glaube, man spürt die Wirkung, auch das verbreitet sich jetzt. Und das ist auch ein Ziel von Paul und ich. Wir haben viel lernen dürfen, wir haben viel aufbauen dürfen in der Zeit. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass dieses Know-how jetzt wandert und meandert durchs Haus in verschiedene Teams, in verschiedene Arten von Projekten und dass wir mehr und mehr lernen, partizipative Elemente in ganz verschiedenen Zusammenhängen anzuwenden. So ein Partizipationsprojekt braucht Engagement von sehr, sehr vielen Seiten, weil es eben darum geht, dass sehr viele Menschen das auch mittragen, damit es auch Wirkung erzielt. Und das muss gut moderiert und das muss gut begleitet werden. Und das ist wichtig, wenn man solche Projekte macht, dass man da genau drauf schaut, wie begleitet man so ein Projekt, wer macht das, in welcher Form wird das gemacht und dass man Geduld hat. Das ist extrem wichtig und dass man in dem Fall auch Fördergeber und Unterstützer hat, die sich auf so einen Prozess auch mit einlassen. Dass man ein Team hat, das Lust hat auf solche Prozesse und natürlich, dass wir sehen, dass Menschen überall Interesse haben, sich einzubringen, mitzuwirken, mitzugestalten. Ich habe von Anfang an gewusst, das ist ein grosses Projekt, aber auch wahnsinnig Lust gehabt, das auszuprobieren. Und ich glaube, in einem Satz, ich habe es als wachsend wahrgenommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist immer breiter geworden, intern gegen breiter abgestützt, aber vor allem auch gegen aussen ist immer mehr Mitwirkung zustande gekommen. Und ich glaube, so nach 4 Jahren kann man jetzt nicht sagen, wir haben irgendetwas abgeschlossen, sondern wir haben einfach ganz viel angefangen. Es macht so Lust, dort jetzt weiterzumachen. Hallo zusammen, wollt ihr vielleicht noch einen Wunsch an unseren Wunschbaum hängen? Es hat also ein paar gehabt, die ihre Wünsche gezeichnet haben. In diesem Moment schaue ich fast mit einer gewissen Wehmut auf die 4 Jahre zurück. Aber gleichzeitig freue ich mich natürlich darauf, dass es weitergeht, weil es geht weiter und wir haben jetzt so viele Wünsche mitgenommen und vor allem, ich glaube, der heutige Tag hat gezeigt, dass wirklich auch Lust von Seiten der Quartierbevölkerung da ist, dass das weitergeht und dass wir das fortsetzen.